Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play NieR Reincarnation. Wir haben beim letzten Mal den ersten Akt beendet, den rund um das Mädchen und das Monster. Ja, und heute starten wir den zweiten Akt, der ist schon vor einer Weile erschienen, also das erste Kapitel davon. Bisher gibt es immer noch nicht das zweite Kapitel, nicht mal in Japan, das heißt, wir haben wirklich Zeit und das Projekt wird einfach nur langsam nach und nach erst weitergehen. Wahrscheinlich werden jetzt einfach im Laufe des Jahres die restlichen 12 Kapitel rauskommen, davon gehe ich gerade fast aus. Also ja, freut euch immer mal wieder auf eine einzelne Folge mit einer einzelnen kleinen Story, vielleicht. Vielleicht freut ihr euch auch nicht. Mal sehen, vielleicht wird sie ab jetzt richtig kacke. Ich weiß es noch nicht, wir wissen es alle noch nicht, würde ich sagen. Außer ihr habt es schon gespielt vielleicht, aber ich denke, die meisten von euch, wenn überhaupt irgendjemand, ja, spielen das nicht. Ich bin aber jedenfalls sehr gespannt. Wie gesagt, es geht auf jeden Fall um ein, Paar von Schülern im modernen Japan. Auf jeden Fall ein Setting, was man so nicht in Yokotaro-Spielen für gewöhnlich sieht. Und es wurde auch schon in den Kommentaren angesprochen. Eigentlich etwas, was lauter Timeline gar nicht so wirklich passen kann, wo sich dann natürlich so langsam die Frage stellt, okay, spielt überhaupt alles von diesen Sachen hier auf derselben Timeline? Wahrscheinlich nicht. Aber gut, vielleicht erfahren wir mehr darüber, wenn wir jetzt einfach mal da reingehen. Es gibt sowieso noch mehr als genug Fragen rund um den Käfig an sich. Mal sehen, wann die denn beantwortet werden. Könnte wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber könnt ihr auch so langsam damit anfangen. Ich weiß es nicht. Oh, da ist ein Handy auf meinem PC-Monitor. Nett. Deleted user. Hello, are you receiving this? Okay, das ist direkt ein sehr, sehr interessanter Anfang. Who is this? Good, we're up and running. Look, I know this is sudden, but I have some questions for you. I don't follow. Die Uhrzeiten wechseln auch die ganze Zeit hin und her. What do friends mean to you? Die machen Spaß. Das ist die korrekte Übersetzung davon. How do you spend your money? Ja, ne? I use it just to get by für gewöhnlich, aber das reicht dann ja auch erstmal. Alright, one more question. Who's more important, your mother or your father? Uff. Ja. Wohl meine Mutter. Thank you for answering. Aber ist auch ein unfairer Vorteil, wenn ich mit meinem Vater seit 6 Jahren nicht mehr gesprochen habe, I guess. Have your student ID right here. Ready to get started? Oh, haben wir gerade... Oh, war das gerade ein, keine Ahnung, wie nennt man das? Sowas wie bei Pokémon Mystery Dungeon oder bei Animal Crossing am Anfang. Wir haben gerade darüber entschieden, wer wir sind. Und wir hatten halt nur diese beiden Möglichkeiten. I guess? Aber ich nehme wohl an. Ich will mal damit spielen, was ich gerade, einfach so zufällig gewählt habe. Sehr interessant. Wenn ich damit richtig liege zumindest. Think, girl. Try to remember. This is your own. Where am I? Well, this clearly isn't Tokyo. Am I dreaming? I was leaving school, and then I need to get home. The words and actions of his classmates serve to increase his loneliness, but he is used to it. The sun doesn't shine anymore. It's broken. When you finish this restoration, you'll get a fun surprise.
What's wrong with the moon? I'll collect all of the fragments. And then... Sehr, 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 sehr cooles Opening. The Sun and the Moon. Also ja, dachte ich mir schon fast, aber wohl eine Storyline dreht sich um die Sonne in Anführungszeichen und die andere um den Mond. Ich glaube, wir fangen jetzt mit Sonne an. Also das Mädchen war, glaube ich, Sonne. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich bin sehr gespannt, wie das dann umgesetzt wird. Und ja, erstmal ein Download ist in Ordnung. Darfst du machen, erlaube ich. Smile with the brightness of the sun, even if it consumes you. Poem of the Sun. Ja, damit fangen wir dann wohl an. Huh? Where... Ja, gute Frage, ne? Where am I? I was leaving school, and then... Right, okay. Better check my phone. Ich mag das Character Design direkt sehr, sehr gerne. Aber sie hat auch wieder so ein Ding um den Hals, tatsächlich. It won't turn on. Did I break it or something? Okay. I need to get home. Das ist aber interessant, weil wir gesehen haben, im Opening, zumindest meine ich das, dass der Typ ja auch sein Handy hatte und dass der ein Foto damit gemacht hat, glaube ich. Aber nett, dass wir es überhaupt behalten durften, würde ich erstmal sagen. Gut, vielleicht ändert sich auch noch was daran, vielleicht wird es ja einfach wieder anfangen zu funktionieren. Oder wir haben halt nur in seiner Storyline ein Handy, was funktioniert. Schick. Am I underground? Schauen wir uns doch erstmal diese sehr so sympathische Steintafel an, wenn man es so nennen kann. What a strange stone. Da steht er nicht. I think there's some... Huh? Ja, die Tür hat sich geöffnet. Die Tür... Ja, werden wir da mit dem Typen durchschreiten? Oh. It's so bright. Sehr, sehr interessant. Wir fangen auch hier direkt in Schwarz-Weiß an. This is definitely not Tokyo. Und ja, auch schön die Bestätigung, sie kommen tatsächlich aus Tokio, die beiden. Hatten wir auch im Opening schon gehört, da war ich mir gar nicht sicher. Ich wusste nur, dass es wohl irgendwo in Japan sein wird, aber gut. War ja die Chance recht hoch, ist ja meistens so. Hallo, Mama? Bist du da drin? There's something in this cage. Damit habe ich nicht There you were, gerechnet. Nina. I thought you were gonna sleep the whole day away. I'm sorry? How do you know my name? And how are you floating? Ist das Papa? Oh, no need to get yourself bogged down in details. For now, all you need to know Ja, is that you can wow. call me Papa. Das ist ein bisschen was anderes Hurry up irgendwie now. jetzt. Time's a wasting. Just sit back and let Papa be your guide. Keine Ahnung, das gibt mir andere Vibes. Wait up! Wenn Fio... Ja, okay, war das Monster, aber trotzdem, wenn Fio im Prinzip den kleinen süßen Geist, Mama, das ist irgendwie eine andere Sache, als wenn er uns der Geist uns schnuppert und sagt, you can call me Daddy. Weiß ich Talk nicht. to me.
Who are you and what is this place? Also, how exactly am I supposed to get home? Boy, all these questions are giving Papa a real humdinger of a headache. Is this an elevator? It certainly is. Now hop aboard. Let's be on our way. Sehr gerne. Rein ins erste Gebiet. Da haben wir auch schon ein bisschen was in den, im Preview gesehen. Die sahen da schon nochmal ganz schön kreativ aus, teilweise. My friends were like family. They were always there for me. A young magician's diary. The dawn. Sieht doch schon sehr hübsch aus hier. Mit den ganzen blauen Blättern überall. Sieht man nicht so häufig, behaupte ich. Oh, wow. Vogel. Den habe ich noch gefunden. Beautiful, isn't it? Okay, so are we in like a theme park or something? Ha! Not even close. This nifty little structure is called the cage. The cage? Wait, hang on. Why am I in a... Oops, sorry about that. I've been keeping some late nights recently. Ja, natürlich weichst du auch den Fragen aus. Ist ja wirklich nichts Neues erstmal. Ich finde es sehr interessant, aber dass die Untertitel so oft nicht zu dem Gesprochenen passen. Also, verstehe ich gar nicht, wie das vorkommen kann. So close. That, my dear, is a dark scarecrow. Remember how I offered to be your guide? Well, I'm afraid my services aren't exactly free. You'll need to put in your share of the work. Welcome to adulting. Ach komm schon. No, wait just 1 minute. I was dragged to this place against my will, and now you want me to... Wait, Ja? what's happening? Du hast nicht mal eine Wahl. Sehr schön. Binding magic, the bond's beginning. When they first met. Lips draw tight in an attempt to mask uneasy eyes. A wavy-haired girl gazes up at the towering building before her. Starting today, this is your new home. Ja, sieht doch schick aus hier. Smells sweetly of old books, worn paper, cracked leather. As the Kinder girl sehen auch noch moves, zufrieden aus. she wonders if she has somehow found her way into one of her childhood cradle tales. This is a school for youngsters who show promising aptitude in the ways of magic. Warum wird Magic mit CK geschrieben? Ist das eine Schreibweise, die ich nicht kenne, oder hat das eine besondere Bedeutung? Weil das keine echte Magie ist, sondern irgendwas anderes, was nur so genannt wird. The professor gives her a pamphlet outlining the day's schedule. It also contains her first lesson. A handful of simple spells she is expected to master. A feast of almost unbelievable bounty awaits the new students in the dining hall. Oder sind ja einige? Wohl einige Kinder, die Magie beherrschen sollen.
What should I do? Was ist denn das Problem? Ist das die Person, die ich heute kennenlerne? So von wegen when they first met und so? Partway through the hall, she encounters a shy, bespectacled student, crying softly to herself. It seems some cruel boys have stolen her dinner. Don't worry, says the new girl. I'll get it back for you. She and the other girl make their way to the end of the dining hall. Dann komm mal mit. Wir regeln das. There, they find the boys clutching stolen heels of bread. Vile sneers spread wide across their faces. Give it back, says the girl. If you want back, just try and take it. Habt ihr kein eigenes Essen? Ich meine, ist doch mehr als genug, oder nicht? Dachte ich. Sieht jedenfalls danach aus eigentlich. Na dann mal sehen, wie der Charakter so aussieht. In Aktion. Das ist ein neues Battle-Theme, oder? Ich glaube schon. Ja, na gut, da gibt ja auch Sinn für einen neuen Arc, ne? Here I go. Sollen wir nicht mehr vorspulen hier? Zeig mal. Man kann sich halt nicht richtig umdrehen oder so. Aber doch, sieht cool aus. Ich mag ja allgemein alles, was schwarze Kleidung trägt, sowieso. Ziemlich gerne. Da gehört das natürlich dazu. Apropos schwarze Kleidung, ich kann euch heute auch endlich Zero zeigen, natürlich. Die habe ich jetzt ein bisschen aufgewertet. Ein bisschen sehr. Das ist mein mit Abstand stärkster Charakter. Weil ich da auch ganz viel in diesem neuen Skilltree gemacht habe. Die ist jetzt, glaube ich, ziemlich stark, ja. Das heißt, da könnt ihr euch jetzt schon mal drauf freuen, wenn ihr das Outfit nicht sowieso schon kennt. Aber das dann im nächsten Kampf natürlich erst. If you want it back, just try and take The it. girl thinks for a moment. Then she decides to teach the boys a lesson, using one of the magics from her pamphlet. Aber du kannst sie doch noch gar nicht. Na gut, los geht's. Oh, oh. Soll ich malen? Ein Viereck. Oh, tatsächlich. Oh, falsch rum. Ups. But the spell is all flash and dazzle. And the laughing boys easily... Da nutzt den anderen Zauber, da war doch noch ein anderer. Mach die fertig. Ha, you're sassy, but kind of cute. Ich weiß nicht, ob ich das von dir hören wollte. Hey, how dare you lay hands on her? Ja, sein Viereck, Mann. So ein krasses Viereck. Whatever, have it back then. Warum nicht gleich so? The girl gives the spiky-haired boy a brief thanks. Vielleicht ist das der Typ, den ich heute getroffen habe. The issue was well in hand. The boy smiles proudly and rushes off to rejoin the feast. Liebe auf den ersten Blick und so. Oder vielleicht habe ich auch beide kennengelernt. Vielleicht sind wir jetzt einfach eine große Freundesgruppe. Thank you for before. Come on, sit down. The feast will get cold. Having so recently been peeled from their families, every heart in the room is filled with unease. But the smell of good, warm food causes all tension to melt away. Itadakimasu. The three exchange bashful glances, embarrassed at the way they all spoke at once. Each one feels part of something larger than themselves, almost as if they were starting a new family. Sehr schön.
Da bin ich jetzt mal interessiert dran. Kommt ein bisschen drauf an, auch wie die Designs jetzt sind, nachdem sie größer geworden sind. Ich denke, das wird dann jetzt bald passieren. Dass sie zumindest ein bisschen älter werden. Nochmal. Kann ich mir gut vorstellen, dass das vielleicht wieder dann eine Story wird, die 3 Kapitel geht. Und wo wir jedes Kapitel über einen von diesen Charakteren spielen. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht rede ich noch Blödsinn. Vielleicht werden die auch einfach sterben in diesem Kapitel. Und das wird alles traurig sein. Dass wir keine Freunde mehr haben. Oder wir werden sie selbst töten müssen. Aus irgendeinem Grund. Genau. Was that a dream? Is all of this a dream? Our Ja, scarecrow schon. pal here holds a record of the witch girl's past. Sadly, it's in the process of being destroyed by some real nasty characters. So I need you to get out there and restore those memories. Ja, also im Prinzip dasselbe wie Mentioned a bisher. record of the past. Is that a video or something? It's good to see you so eager to learn. Well, sadly, Papa has no idea. Ach, komm schon. Ach, komm schon, Papa. Das kann doch nicht dein Ernst sein. These things are such a pain. We'll have to break through them if we want to restore the past. Ich kann auch drumherum klettern, wenn ich wollte. Wirklich. Na gut, ja, ich habe mich schon informiert darüber, was das Element hier sein wird. Wir sehen schon, ich bin, ja, über 90.000 Force schon. Zero ist ganz schön krass. Sagen wir es so, sagen wir es einfach so. Deswegen, ja, das wird machbar sein, denke ich. Schauen wir mal eben, dass ich euch das mal präsentiert habe. Hübsch, oder? Wie ruhig die Musik dabei weiterhin ist. Kann nicht zu einem Battle-Theme gewechselt. Ja, ich bin jetzt halt leider nicht auf so hohen Grafikeinstellungen. Muss ich natürlich dazu sagen. Aber das wisst ihr wahrscheinlich. Sieht man ja auch. Sieht schon sehr, sehr sick aus, oder? Come on. Hätte ich auch gerne. To be honest. Aber naja, das nur so am Rande, würde ich sagen. Gut, der grundlegende Aufbau hat sich wohl jedenfalls scheinbar nicht verändert, aber hätte mich jetzt auch gewundert. Also weiterhin immer eine Scarecrow, dann 2 von diesen Zäunen und dann, ja, das Ganze 4-mal. Oh, okay, das Telefon geht tatsächlich wieder. Oh, thank goodness I can finally use my phone again. Bitte was? Das ist wirklich ein Feature, das ist nicht total der Story. Bitte was? Oh, wir haben ja noch ganz viele Sachen, die wir noch freischalten können. Okay, das ist direkt sehr, sehr interessant. Dass man sich damit was einfallen lassen hat. Bitte was? Okay, ja, hi. You can now access your messages while traversing the cage. You can check all messages you received at any point in the past. Aha. Natürlich. Und Fotos willst du mir noch beibringen? Ach nee, gar nicht. Du willst mir nur sagen, kann schließen. Danke. Oh, never mind. Looks like it's still not working. Das sah schon ziemlich funktionsfähig aus. Für meine Ansprüche. Okay, wir haben hier auf jeden Fall noch ein Kamerasymbol und hier, ja, noch gar nichts. Erstmal Fotos. Kann ich mir schon was angucken? Nö, noch gar nichts. Das bringt dann vielleicht erst was, wenn wir auch die Kamera freigeschaltet haben. Können wir denn wirklich Fotos machen? Ist das wirklich... Also, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Okay, die kann ich wohl nicht öffnen. Vielleicht schalte ich die noch frei. I'm coming home now. Take care. Okay, sorry. I'm going to be a little late today. Just hang tight, okay? I'll make dinner. My thing is done. I'm coming home now. Coming home. I'm coming home now. Is there anything you want to eat, Dad? You okay with burgers? Coming home. Coming home now. Okay. Ich liebe das. Ich liebe das. Ich fühle das gerade so sehr. I'm going to be a little late today. I'm shopping back around 7. Coming home now. Was the light bulb in the bathroom going out? I'll pick one up on the way. Coming home. Das ist so gut. Das ist so gut. Kann ich hier... Da oben sieht es aus, als könnte ich was schreiben, aber keine Ahnung, vielleicht kommt das auch später noch oder vielleicht kommt das auch gar nicht, vielleicht sieht das nur so aus. Oh, das gefällt mir richtig gut gerade. Okay, Shiho, wer bist du? Thank you for coming today. No problem. I think you got a good present.
The crabs we had on the way back were awesome. So good. We should go again. Oh no. I've got to take pictures of the crabs. I took some. I'll send them to you. Nice save. Did you take any good ones? Don't I always? Your pics are always so creative. Well, duh. That's what I'm going for. Wouldn't have it any other way. I always need to look at. Uff. Ich verstehe nicht, warum du uff dazu sagst. Aber manchmal verstehe ich die Antworten nicht so ganz auf ein paar der Nachrichten. In beide Richtungen. You free this weekend? We should play tennis again. Tennis? Yeah, sorry, I've got work all weekend. Another time. KK. You're really working your butt off. I'm gonna practice for the next time we play. You won't stand a chance. Okay, ja, deswegen wahrscheinlich, weil ich gewählt habe, dass ich das Geld nur nutze to get by und so. Ja, die arbeitet wohl ziemlich viel. Really sorry, but there's no chance I'll lose. Though you might say that, you're such a sore loser sometimes. Am I? Yep. Oh shoot, look at the time. I've gotta be up early tomorrow, so I'm gonna... Night. Bye. So, und Anna noch. Ein ungewöhnlich westlicher Name. Hina, did you see the comedy show? Your fave Hide was on. What? Where? It already ended. No way, you should have told me. That's right, I was eating ice cream. What's more important, me or ice cream? Ice cream. By the way, in Math 3 yesterday, I thought I heard someone begging to copy my notes. I think I imagined it. Mathe 3 also. Oh Gott, so weit würde ich ja niemals kommen. Aber ja, also vielleicht doch keine Schüler, sondern Studenten. Zumindest klingt es danach, aber ich weiß auch nicht, wie man das vielleicht doch in der Schule auch nennt in Japan. OMG, I'll tell you the second I see Hide's face next. I'll even record it. Glad you know what's good for you, lol. Das finde ich sehr cool. Das erinnert mich ein bisschen gerade an The Missing, J.J. McField and the Island of Memories. Da konnte man auch, ja, einfach, da war man auch in einer Traumwelt quasi und konnte da auch dann die Handynachrichten von sich immer lesen, die alten. Und hat darüber den Großteil der Story erfahren. Auch bin da sehr gespannt, was damit vielleicht noch gemacht wird. Hat auf jeden Fall sehr viel Potenzial. Von allem erfahren wir jetzt auch wirklich mehr über uns als Charakter so direkt. Warum sind die Untertitel so anders? Ja, wie wär's mit dem Kaputten hier drüben? Das sieht doch vielversprechend aus. Mal dagegen treten? Nein? Okay. Dann irgendwo da oben. Achso, ja, das da links ist, glaube ich, offen. Ja, tatsächlich. Hallo? Achso, ist ein Schalter, ha? Oh no. Oh no. Achso, ne, da geht's weiter. Nevermind. Ich dachte, ich muss jetzt wirklich nach und nach jede einzelne Zelle betreten. Ja, das war ein richtig hartes Rätsel direkt. Trotzdem, das kaputte Gitter sah auch ziemlich auffällig einfach aus. Dachte bestimmt, damit hätte es was auf sich. Aber gut, schauen wir die nächste Vogelscheuche rein. Going to suck me in again? Because that was a terrible feeling. Tja, muss wohl mitleben. Hat das kleine Mädchen auch geschafft. War halt eigentlich nicht ein kleines Mädchen, aber... Naja. Finde ich damit ab. Aber das ist natürlich auch nochmal ein schöner Kontrast. Und das ist das erste Mal, dass wir jetzt wirklich einen Menschen spielen und nicht ein Monster, was einfach nur den Körper des Menschen übernommen hat. Binding Magic. What changes? Ja, was hat sich verändert, hä? A few years after they met. Genau, das dachte ich mir fast. Okay, japanisch. See you later then. Oh, die Musik. Life at school had remained relatively unchanged throughout the long years. Aber auch nur relativ. Sonst hätte das Kapitel einen anderen Namen.
Bin ich an irgendwas vorbeigerannt? Anscheinend schon. Boah, das sieht jetzt wirklich gut, aber vielleicht lenkt mich das auch ein bisschen ab. Hallo, kann ich mit dir reden? Kann ich mit irgendjemandem hier interagieren? Oder mit irgendwas? Aber war da gerade ein Symbol? Nein, das habe ich mir eingebildet, oder? Ja, das habe ich mir eingebildet, tatsächlich. Ich wollte nur sicher gehen. The once young girl now grows ever closer to adulthood. Vielleicht sollte ich auch nur hin und her rennen. Bis irgendwas passiert. So ist das in der Schule. Man läuft einfach nur hin und her. Ohne darüber nachzudenken, was das eigentlich soll. Signaling the start of the day. And she picks up her pace as she runs down the hall. Nee, ich renne die ganze Zeit gleich schnell, versprochen. So. Oh, over here. A bespectacled student calls out to her. The same one she attempted to rescue all those long years ago. Though she has matured in many ways, she remains as shy as ever. Lüge. Sie hat uns gerade angesprochen. It looks like everyone is present. Out across the room and begins her lecture. Pledges are a long-held custom for our kind. They allow two who are close to form a pair and pass their magics to each other. Oh. Once a pair affirms their feelings for one another, they seal the contract with an avowal ring. Das nennt man Heirat, glaube ich. Oh The nein! day of pledging draws near, and you will all be able to participate if you so desire. Das ist ja crazy. That's all for today. Think well on it. Ich habe gerade eine ganz andere Theorie, wohin diese Story geht. Aber ich will sie nicht äußern. The students have heard much about this ritual and murmur excitedly as the professor adjourns class. Aber ich habe auf jeden Fall die Theorie aufgegeben, dass wir alle Charaktere spielen werden, weil die sind sich doch zu ähnlich, glaube ich. Vom Design her jetzt. A group of boys slowly walk up to the girl with the wavy hair and offer her gifts of adoration. The girl's mature aura had been garnering popularity for some time, but she has no interest in forming a contract with the boys and quickly brushes them aside. Ja, wenn dann ja wohl sowieso mit dem Boy, den wir damals kennengelernt haben im ersten Kapitel. Ja, blöd, ne? Und deswegen verprügelt er mich jetzt wirklich. Ich weiß ja nicht. Nein, ich weiß, das ist sowieso immer nur eine Metapher oder so für irgendwas. Ja, da gehen sie traurig weg. Da gibt vielleicht auch mehr Another Sinn. student walks in to take Davon their gehe ich nämlich place. aus. Hallo. It is the spiky-haired boy who shared a meal with the two girls when they were younger. Das war das einzige Mal? Wirklich? That Das sind day Freunde. led to a friendship between the three Achso, okay. that Ja, only Moment. grew stronger as the years went by. Ich hab nichts gesagt. Was gibt's? The boy teases the wavy-haired girl, calling her cruel for discarding all of her suitors with such haste. The prettiest flowers always have thorns, right? Though playful, she finds his taunts to be irritating. But she knows reacting to them will only make her the subject of further ridicule. Don't be late for class. The bespectacled girl stifles a laugh at her friend's affectionate bickering. But this sits poorly with the other girl, who whirs around and asks a single question of her friend. What do I ask? Ja, ich würde gerne tatsächlich das hier wählen. What do you want to make a pledge? Who do you want to make a pledge with? The laughter dies, and after a long moment of serious consideration,
she finally gives a halting answer. No one in particular. Na dann. Their conversation is cut short by the ringing of another bell. "We're going to be late," says the bespectacled girl as she bolts from the lecture hall. A confused eddy of feelings whirl about in the other girl's heart. But she can only watch as her friends walk away. Ja, also meine Vermutung / Idee / weiß ich auch nicht was war, dass es vielleicht darauf hinausläuft, dass das Mädchen mit der Brille gerne mit uns einen Plätsch machen würde. Das finde ich sehr gut. Ich weiß nicht, ob es darauf hinausläuft. Wahrscheinlich eher nicht, aber hey, ich finde die Idee ganz interessant. Ganz nett. Ich wurde niemand gesagt, dass es Männer und Frauen sein müssen hier in der Beschreibung, glaube ich. Es geht nur ums Magic-Scheren, sonst nichts. Familie gründen und so, davon war nicht die Rede. Memory from that little witch. Well, she's clearly the stubborn sort who has problems opening up to others. Na gut, gehen wir jetzt mal weiter. You can always be honest with your old man, right? Ich kenne dich gar nicht. Einfach noch gar nicht. Wow. That's cold. Ja, das Leben ist hart, du. Das Leben ist hart. Kann man nichts machen. Außer weitere Zäune kaputt zu schlagen. Die andere, viel offensichtlichere Möglichkeit ist natürlich, dass sie auch was von dem Jungen möchte und dass sie eifersüchtig wird und dass wir uns dann alle deswegen gegenseitig umbringen. In welcher Reihenfolge auch immer genau. Weiß nicht, ist halt so, das wäre halt so das Standardding natürlich, aber keine Ahnung, ich finde meine Idee cooler. Vielleicht passiert auch gar nichts von beiden. Wer weiß das schon. Aber es würde halt ein bisschen die andere Frage drauf anspielen, von wegen, was hältst du eigentlich von ihm? Das war die andere Sache, die ich fragen konnte. Genau. Ja, hübsch, oder? Oh, wow, that's crazy. The sun doesn't shine anymore. It's broken. How do you break a sun? This place is... Eine sehr, sehr gute Frage. Right. Ah ja, jetzt kommt die Kamera zum Einsatz. Stimmt, das war die Szene. Oh, you kids these days are always taking pictures on your phones. Well, we should be off. All right. Darf ich das jetzt auch? Vielleicht ist es frei? Habt ihr das Foto jetzt zumindest dabei? Genau, Photospots have now been added to your routes throughout the cage, so keep an eye out for them. Ah, okay, ich kann das an bestimmten Orten zumindest machen. Ist das ja ein Fotospot? Sehe ich das irgendwo ran? Ich weiß es noch nicht. Hier jedenfalls nicht. Aber jetzt kann ich mir das Foto schon angucken. Ja, okay, das ist wirklich tatsächlich ziemlich interessant. Kreativ zumindest, ja. Das kann man wohl so sagen. Hat ihre Freundin ja gesagt gehabt. Nicht die Art von Foto, ja, mit der ich jetzt gerechnet habe. Unbedingt. You know, I bet that picture would go viral if I uploaded it. Man würde auch denken, dass du es ziemlich gut gezeichnet hast tatsächlich, also. Beautiful scenery to look at in your own world? I don't know. I guess I've never really had time to take in the scenery. In that case, look for as long as you want. Pretend Papa's not even here. Nett von dir. Hier kann ich auch noch lang. Nee, doch nicht, sieht nur so aus. Dann vielleicht könnt ihr ein Foto machen. Ja, wir haben unser Leben wohl nicht wirklich genossen in der wahren Welt, ha? Hatten vielleicht auch nicht unbedingt die Wahl. Aber gut, jetzt bin ich erstmal gespannt, wie es hier weitergeht, weil
Da gibt es jetzt halt auch schon Möglichkeiten. Das ist so einige. Wie gesagt, ich könnte ja auch komplett falsch liegen. Live and heart. 3 days until the day of pledging. Warum glitscht das so viel? Was hat das zu bedeuten? Das soll mir doch nur Angst machen. On the day of pledging, the city is resplendent with all manner of decorations and colors. The sight causes the wavy-haired girl to practically bounce up and down with excitement. Jeez. Someone's having fun. Natürlich, lass uns die Welt ein bisschen erkunden. She calls to her friends. Let's go before the shops close. Smiling, she leads her friends through the streets. Kann man auch noch Sachen hier angucken, oder wie? Tatsache. Okay. Achso, ich habe den Besen angeklickt. Nicht den Mann da vorne. Ein bisschen Magie wirken, ja? Kann ich da nicht auch irgendwo Magie machen? Sah nur so aus. Da aber. Das finde ich cool. Man lässt sich schon mal wieder was einfallen, um die Umgebung ein bisschen interaktiver jetzt zu gestalten. Finde ich doch immer schön. Dann bleibt das nicht alles so gleich. Okay, ich weiß nicht, ob das okay ist. Leute hinterfragen das alle gar nicht. Which stall should we visit? Essen. Nom 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 nom. Delicious scents on the air. The girl suggests they visit a nearby food stall. Nein, die Schule Ding-Dong dankt. Oh, sorry, the teacher's calling me. Was? Dich ganz explizit mit dieser With Glocke? their bespectacled friend called away, the boy and girl suddenly find themselves alone. Let's get going, she says, trying desperately to control the quiver in her voice. I can't let him know how fast my heart is beating. Aber was ist, wenn sein Herz genauso schnell schlägt? Schon mal darüber nachgedacht? Thoughts and emotions swirl inside the girl like a maelstrom. With all of her senses on the highest of alert, she does not even realize how fast she is moving. Why are you running? It's getting late, we should head back. The two finally arrive at the pledging plinth, their figures silhouetted by the setting sun. The girl speaks first. Oh. Okay, ich habe keine anderen Möglichkeiten im Prinzip, ne? Also es ist an sich dasselbe. Dann können wir auch mutig She sein. opens her heart to the boy, letting all of her emotions and feelings gush forth in a torrent. Scheiße. Also läuft's darauf Silence hinaus. stretches out. A moment, an hour, an age. Finally, the boy shakes his head. Okay, wow. The girl's heart is immediately drowned in an ocean of despair. Damit habe ich gar nicht so sehr gerechnet tatsächlich. Ich hätte schon gedacht, dass er es genauso sieht. The boy manages to form a kind of base apology, his head hanging low all the while. I'm sorry, he says. I never meant to hurt you. But I'm going to make a pact with our best friend. Yo, what? Wirklich? Vision blurs. Sound roars. Without even realizing it, the girl begins to run, hoping that will somehow stop her tears. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. When she finally comes to, Ich weiß gar nicht so sehr warum.
the throngs of people mere suggestions in the shadow. At the sound of approaching footsteps, she turns around. Her friend has returned, none the wiser as to what has transpired. He's not with you? The innocent question pricks at the girl's heart like a thorn. Aber das ist nicht an ihr aus. Das wird das vierte Kapitel sein. Keine Ahnung. Ich weiß wirklich nicht warum, aber ich ging so sehr davon aus. Was anderes ging gar nicht in meinem Kopf rein. Aber egal in welcher Zusammenstellung genau, war es für mich so klar, dass sie diejenige sein wird, die außen vor gelassen wird. Dass es hier ein Liebesdreieck geben wird und sie wird die sein, die dann niemand haben will. Ob es jetzt ich bin oder ob es der Junge ist, das war ja die Frage, die ich mir gestellt habe. Und hatte eine ganz klare Präferenz dafür, was ich bevorzugen würde. Aber für mich war das so klar, dass die Story in die Richtung läuft. Kann einfach auch, weil sie so, wie so der Charakter wirkt, der, ja, nicht so beliebt ist bei den, okay, vielleicht ist das gerade der Punkt, wir sind so beliebt bei den Jungs und sie halt nicht und, aber gerade dieser eine Junge, den wir lieben, der einzige, der, findet dann doch sie besser. Ja, klar, okay. Ja, doch, eigentlich ergibt es Sinn. Es geht mir auch rein auf der Story-Ebene, also wie man eine schöne Story schreibt. Nicht darum, dass Mädchen mit Brille keine Liebe verdient haben. Das ist nicht mein Punkt, keine Ahnung. Fick dich. I told you everything. You kept this from me the entire time. Bewildered, the bespectacled girl Ich glaube nicht, dass sie es weiß. No, he doesn't understand. He doesn't know. Oder läuft es auch noch darauf hinaus? Because I... Her lips tremble. Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. He doesn't know I love you. Ja! In the face of this Es unexpected ist beides. confession, the wavy-haired girl can only stand and stare. Großartig. Ich bin sehr zufrieden. Ich bin sehr zufrieden mit dieser Story. Holy shit. Boah, ich hoffe jetzt eigentlich doch darauf, dass es mehr als ein Kapitel geht, die Story, weil die hat so viel Potenzial. Aber ich meine, sie ist auch jetzt schon toll, auch wenn sie nur ein Kapitel geht, ist es schon... Von den ein Kapitel langen Stories ist es auf jeden Fall die beste, wahrscheinlich. Weil die meisten Stories, die ich wirklich gerne mochte, waren ja die, die 2 Kapitel gehen. There is nothing more sad or terrifying than young people in love. Ja, kann man so sagen, I guess. Niemand mit niemandem, die werden sich alle gegenseitig umbringen, dabei bleibe ich immer noch, nein, keine Ahnung. Also, wobei es halt das Yokotaro-typischste wäre, natürlich. Aber mal sehen. Sehr schön. Das waren Twists, die ich nicht vorhersehen konnte. Wirklich nicht. Obwohl sie alle irgendwie zusammengesetzt in mir drin waren, aber das war dann doch zu viel des Guten für mich. Man könnte jetzt natürlich auch sagen, dass es ein bisschen sehr konstruiert jetzt wirkt, weil es natürlich ein sehr, sehr perfektes Dreieck ist. Listen, now that Aber you're used to your job, I have something to tell you. The broken sun in this world once contained a great power. And this job I'm asking you to do will hopefully fix it. So, if I repair the sun, I can go home? We'll see. Sehr optimistisch. Ja, aber wirklich viel haben wir bisher immer noch nicht gelernt. Oh, hier kann ich Foto machen. Aha, da wird es mir angezeigt, oder? Hallo? Da warst du gerade. Ich habe das ganz genau gesehen, dass da ein Fotosymbol war. Ich weiß noch nicht wo. Ich finde das heraus. Muss ich in eine bestimmte Richtung gucken? So? Oh, das war wirklich schwierig. Da muss man wirklich zufällig gerade drüber laufen. So, jetzt können wir uns das angucken, ja? Fotos.
Ja, ich glaube, die mag gerne so verschwommene Fotos einfach. Habe ich so das Gefühl. Hat ja auch was irgendwie und passt ja auch irgendwie ganz gut zum Käfig. So, okay, hier haben wir noch nichts Neues. Ich denke, das werden wir dann aber auch gesagt bekommen, hoffe ich mal. Wie gesagt, das finde ich eigentlich ganz cool, so ein bisschen mehr über uns auch mal zu erfahren und über das, was wir in der echten Welt sind und was wir da für ein Leben führen. Das hatten wir bei Fio quasi gar nicht, halt nur in ihrem Kapitel dann am Ende und vorher so ein paar einzelne Zeilen dazu. When you finish this restoration, you'll get a fun surprise. Ja, Spaß, wirklich? Seriously? Ich weiß ja nicht. Very seriously. That's a Papa promise. Da freue ich mich mal auf das Papa-Versprechen und die Papa-Überraschung vor allem. Achso, ja, ich bekomme ja irgendwas, ne? Das ist eine gute Frage jetzt eigentlich, was bekomme ich? Ich habe ja bei dem Monster, bzw. Fio halt immer irgendwelche Emotionen oder sowas in die Richtung bekommen. The Bond's End, was auch immer es hier sein wird. The wavy-haired girl is stunned. She thought her friends were going to betray her by pledging themselves to each other. But instead, her bespectacled friend has confessed feelings for her. I went out with him once because I didn't know how to get out of it, whispers the bespectacled girl. But it was you. It was always you. The wavy-haired girl is confused, bewildered, overwhelmed. All she can think to do is escape. Oh Mann. I Der Name hate des her. Kapitels She cries as she flees. ist auch... I wish you would both just disappear forever. Du bist blöd. 3 days later, the day of pledging. Ja, also jedenfalls, der Name des Kapitels ist nicht sonderlich hoffnungsvoll, ha? Vielleicht bleiben wir For the einfach alle next 3 einsam. days, the girl barely eats or sleeps. Her heart aches with regret. Regret that she allowed her emotions to run roughshod. Regret at the horrible things she had said. Gut, immerhin. On the day of pledging, the air in the school is heavy and thick. I see everyone is here. Nein, da fehlen Leute auf jeden Fall. The professor clears her throat. She lists the students who have pledged themselves to each other. But the girl's friends are nowhere to be found. Ja, das ist ja auch gewünscht, dass die beiden verschwinden würden, ha? She watches blankly as one pair after another walk past with joy on their faces. But no matter how much time passes, her friends do not arrive. The professor is clearly troubled by this development. Knowing how close the three are, she asks the girl to search for them. Gut, dann... As she runs, Was ist passiert? the girl comes to a realization. Ja, welche? Sag es. Sag, was ich auch denke. Also ich will nicht sagen, dass es deine Schuld ist, aber es könnte damit zusammenhängen, mit deiner Schuld. Und hier ist nichts. Das ist ja großartig. Laufen wir wieder zurück. Wie gesagt, Schule ist ein großes Hin- und Hergerenne. Manchmal... As long as they can both be happy, nothing else matters. Was, aber sie sind doch nicht beide glücklich. Willst du mich Hä? Sind beide unglücklich. Sehr unglücklich. Und du auch. Jetzt sind alle unglücklich. Na toll. Ich
weiß nicht so ganz, was du denkst. Das war auf jeden Fall nicht, was ich im Kopf hatte. Ja, sie sind leider nirgendwo. Auf beiden Gängen sind sie leider nicht zu finden. Ach, ich muss weiter rennen. Natürlich. Wir rennen weiter. She decides then and there to apologize to her friends. Wenn sie doch leben. All she can to support whatever decision they arrive at. Die haben sie doch gegenseitig umgebracht. Ich sag's doch. Natürlich tauchen sie nicht auf, wenn sie tot sind. Finally, she comes to a door held fast by a strange magic. Ja, bitte. Mach auf. Oh, das ist der andere Zauber vom ersten Tag. Was? Ah, ich muss das gut machen. Das ist ja kritisch. Concerned, she quickly dispels it and proceeds inside. Ich mache mir auch Sorgen. Surprise! The boy lies before her. He's dead, okay. His body is cold and still. Nicht beide. Okay. Auch gut. The cause of his death is unknown. Mord. But as no magic art can revive him, a funeral is held the following day. Und was ist mit hier mit der Brille hin? Ich meine, ich habe mir gewünscht, dass beide verschwinden. Deswegen habe ich halt gedacht, dass sie vielleicht dafür sorgt, dass beide, naja, verschwinden. Und sie ist auch verschwunden, nur nicht ganz so endgültig vielleicht. Mal sehen. The boy lies in his casket. His death is a mystery. Ich And the weiß nicht. bespectacled girl has Ja, vanished without a gut. trace. Mysteriös, es könnte passiert The way he pushed sein. them both away in a moment of rage. And now it had come to pass. If only she had supported them. If only she'd never loved the boy. If only. If only. If only. As regret clamps its cold fingers around her heart, she whispers 4 words to whatever God might be listening. I have to find her. Das sind 5 Worte. 5 Worte. Ja. Kommt vielleicht noch ein Kapitel? Oh, bitte lass das nächste Kapitel die Story noch fortsetzen. Ich hoffe so sehr darauf. Das ergibt jetzt auch vollkommen Sinn. Dann können wir doch das Mädchen mit der Brille vielleicht spielen. Aber ihr Design sieht halt so ähnlich zu unserem aus. Na gut, vielleicht ändert sich das, wenn sie jetzt geflüchtet ist. Vielleicht hat sie sich da was anderes angezogen. Ich weiß es nicht. Aber das ist schon eine Story, die hat noch Potenzial. Die hat auf jeden Fall noch Potenzial. Aber die auch so schon sehr, sehr gut. Closest family. I hope her heart wasn't too terribly scarred after all that. You did a fine job, girl. Aber ich meine, auch wenn nicht, eigentlich ist es ziemlich offensichtlich, was passiert ist, ne? Würde ich jetzt mal behaupten. Du kriegst einfach auf dein Handy drauf. Wirklich. Soul Fragment. Okay. Kann ich das jetzt mir am Handy angucken oder so? So here's the fun surprise I promised. A soul fragment. Aha, und das bedeutet? It's pretty, but I can't believe we came all that way just for this. Anyway, can you please send me home now? Noch nicht, noch lange nicht. I really, really need to get back soon. Now, I bet you'll change your mind if we go just a bit further. Oh no. Was soll das bedeuten? Kann ich? Okay, ich kann mir nicht mal mein Handy gerade angucken. Dann wohl später nochmal vielleicht.
Was soll das bedeuten? Why are there TVs here? Ist das der Midnight Channel? Wait, that's strange. They all look like the old TVs have it all. Do you really think it could be a coincidence? Think, girl. Try to remember. Oh, bekommen wir jetzt immer Stückchen von unserer Story? Und nicht nur am Ende in einem Kapitel? Oh, das wäre groß. Das ist ja... Oh, Hina, Ordinary Days. Okay, ich liebe es. Ich liebe es. The School at the Surface. At the Surface, huh? Okay, das impliziert schon, dass wir in einer ziemlich untergegangenen Welt sind. Es könnte vielleicht auch auf der normalen Timeline spielen. The windows have been flung wide to welcome the early summer breeze. The chatter of students eager to head home fills the halls. A girl emerges from a classroom. Aber vielleicht rede ich Blödsinn. Okay, aber sie trägt auch das Halsding nur so aus Spaß wohl. Sieht auch schick aus. Also steht ja, will ich ja gar nicht sagen. Ich fand die Parallele interessant. Hi, du. I slept through the whole class. Let me copy your notes tomorrow, pretty Her please. friend has been asking for this particular favor for the entire school year. Na, was soll's. All right, says the girl. But you owe me a soda. Meine Note ist sicher sogar richtig. Let's hit up the bookstore on the way back. Sorry, I can't. I've got work later. Was haben wir hier? Unsere Noten. Third Year Midterm Exams. Hina Akagi auf Platz 1. Chie Miyamoto. Junya Kondo. Sayuri Watanabe. Da ist Genishi. Vielleicht hört man ja auch mal von den anderen Namen was, aber ich bezweifle es einfach erstmal. Aber das Wichtige ist, wir sind auf Platz 1. Kein Wunder, dass wir keine Freizeit haben. Kein Wunder, dass wir die Welt nicht genießen können. I'm expecting great things during Her finals. teacher's confidence in her ability could not be more clear. I'll do my best, responds the girl, giving her teacher a polite smile that fails to reach the eyes. I saw him in the library again today. You think he has any friends? Fair. Mysteriös. Hey, you wanna go to that new crab place? She deftly turns down the invitation with a promise to go later and rushes for the school gates. To all Schade. eyes, the girl is a sociable, clever student who openly embraces all the joys youth has to offer. Aber in Wirklichkeit ist dem wohl nicht so. Gehe ich von aus. The road home in the depths. The girl makes her way down a quiet residential street, away from the chaos and clatter of the city. She hurries home with quick and silent steps. Vielleicht war das mit der Surface wohl doch nicht ganz so, ja, wortwörtlich gemeint. Gut. Dann nehme ich das schon mal zurück. Sondern einfach nur, da wohnen Menschen mit Geld und hier wohnen Menschen ohne Geld vielleicht. I guess, quasi. I'm home, she calls out in a relieved voice after stepping through the door. Said home is a meager, unfortunate apartment, a far cry from the halcyon image of her school life. Ja, und das ist unser Vater. Deswegen sieht's hier wohl so aus. Nichts gegen dich. Vielleicht noch nicht. Mal sehen. Hallo? Habe ich irgendwas verpasst, was ich anklicken könnte? Aber ja, das ist der Fernseher auf jeden Fall. Okay. The girl finds her father sitting listlessly in a room barely large enough for two. She begins to buzz about the space, straightening and cleaning without the slightest hint of resentment.
Machen wir das. Perched casually atop the TV is a bank book that represents their entire life as father and daughter. The remaining balance is less than some of her friends' allowances. But she manages to make ends meet by working Davon part-time. ging ich aus, auch wenn sie das natürlich nicht darf wahrscheinlich, ne? Ist das nicht üblicherweise so? She carefully picks a rumpled suit off the floor and places it neatly on a hanger. When did he last wear this? She wonders to herself. He has been unemployed ever since he and her mother divorced. She finds a family photo fallen from one of the gaps between Einen books. Bruder haben wir wohl also auch noch. It shows her with her parents and little brother, who had gone to live with their Ja, mother okay. after the divorce. Der hat's vielleicht ein bisschen besser. It shows a time when happiness was not yet a fiction. And after a moment, she crushes it in her fist. Ach Mann. The room tidied, the girl alights on a cushion and takes a small rest. Oh, thanks for cleaning up. Her father's speech is dull, flat. It sounds like the final puff of air released from a corpse. His ex-wife's wasteful spending had saddled him with impossible debts. Oh, Emotionally damit habe ich nicht mal and gerechnet. spiritually broken. Her father's daily life had become a Warte thing of mal. grief and sorrow. Ist die andere Story, also die Story von dem Typen vielleicht, ist das vielleicht unser Bruder? Das wäre sehr, sehr cool. Aber keine Ahnung. So at school today, my friends and I. But it had not always been so. The man once provided his little girl with all the joy imaginable. So no matter how hard their life might be, she would continue to smile for his sake. Oh Mann, ja, vielleicht ist er gar nicht so sehr daran schuld, wie ich jetzt erst dachte, aber ja. Scheint jetzt trotzdem nicht so, als würde er es wirklich noch versuchen, was an der Situation zu ändern. Und das er schon seit einer ganzen Weile jetzt. Also ganz entschuldigen kann man es auf jeden Fall nicht. Did I just see my past? I'm so confused right now. This isn't exactly a sure thing, but you know how we're restoring the past and the scarecrows? Well, we might be able to change your past in the same way. Fun, right? Change your past sogar. You can actually do that? I think so. So long as we repair the sun, that is. Na gut. Ja, nehm ich an. Genau. In dem Fall. All right then. I'll help you collect the fragments. Ist ja nicht so, als hätte ich eine Wahl. Wonderful. Aber dann I lohnt knew es sich you wenigstens wouldn't turn richtig. your back on dear old Papa. Kann jetzt mal auf mein Handy gucken. Habe ich jetzt auch noch was dazu bekommen hier? Nee, hier nicht. Bei Fotos wohl auch nicht. Nee. Ja, dann keine Ahnung, warum das auf meinem Handy gespeichert wurde.
Aber das würde auf jeden Fall jetzt sehr viel Sinn ergeben, wenn die beiden Storys von den beiden Geschwistern ja erzählen würden. And then That's the spirit. Keep working hard for your old man. Und wir dann wahrscheinlich dann herausfinden, dass es beiden nicht so gut geht in ihrer jeweiligen Situation, nur auf eine andere Art und Weise. Ich glaube, wir haben gesehen, dass die Mutter halt im Krankenhaus liegt oder so. Also ganz kurz im Trailer am Anfang. It seems we've reached the edge of the cage. Ja, tatsächlich. I suppose we should just wait around here for a Das bit. ist so blöd, ich will nicht warten müssen. Das ist doch richtig, richtig gut. Und ich bin auch direkt sehr, sehr gespannt, wie es mit der Hauptstory weitergeht, was ich vorher jetzt meistens nicht so wirklich hatte, weil es sehr wenig von der Hauptstory wirklich gab und jetzt direkt sehr viel mehr. Nicht nur darüber, dass wir, allgemein hat sie wesentlich nicht mehr gesprochen direkt von Anfang an, als das Mädchen am Anfang. Also das kleine Mädchen, Fio, das Monster, was auch immer. Auch hatten wir die Nachrichten auf unserem Handy, wo wir ein bisschen was über unsere Freunde erfahren haben. Dann hatten wir jetzt noch am Ende einfach tatsächlich einen Abschnitt von unserer Vergangenheit so richtig. Und ich glaube jetzt, dass wir das wahrscheinlich in jedem Kapitel bekommen werden. Und das finde ich richtig, richtig, richtig cool. Allgemein ein großartiges Kapitel, wie ich finde. Der Akt hat jetzt schon sehr viel Potenzial, einfach damit wieder aufgebaut ist. Ich bin mir halt immer nicht sicher, aber ich denke halt, dass wir am Anfang wirklich auch den Jungen hätten wählen können. Ich bin dann gespannt, wann wir seine Seite spielen werden. Ich gehe mal davon aus, dass wir sie noch irgendwann spielen werden, aber vielleicht dann erst nach 6 Kapiteln wirklich. Was dann ja noch ein bisschen dauert. Was aber auch dann impliziert, dass wir dann alle anderen 6 Kapitel am Stück spielen können. Oder? Weil die müssen dann ja nichts mehr machen, wenn es dann einfach die anderen Kapitel sind. Ich weiß es noch nicht. Das ist alles sehr, 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 sehr interessant. Und auch die Story jetzt von dem Magiermädchen hat mir sehr, sehr gut gefallen, dafür, dass es nur ein Kapitel war. Und wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob es damit weitergehen wird noch, aber so oder so, richtig gute Story. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, wenn ich einen Kritikpunkt äußern muss, dann was ist mit den Untertiteln los? Warum? Warum sind die Untertitel jetzt so anders von dem, was gesagt wird meistens? Finde ich sehr, sehr seltsam. Ich habe keine Ahnung, wie das passieren kann. Das sollte nicht passieren. Vielleicht manchmal, aber nicht in jeder zweiten Zeile gefühlt. Na gut. Ich freue mich auf das Kapitel. Wird natürlich wie immer, wie gesagt, ein bisschen dauern jetzt, eine ganze Weile. Und das wird in jedem Kapitel so sein, aber ist doch ein nettes Nebenprojekt, würde ich sagen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Lasst gerne einen Kommentar wie immer da mit eurer Meinung hierzu. Und dann sehen wir uns dann wieder. Bis dahin. Ciao.